Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Terminator Resistance. Freunde, was soll ich sagen? Erstmal vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support bei der ersten Folge. Dementsprechend habt ihr ja wohl deutlich gezeigt, dass ihr Bock habt auf eine weitere. Also gibt es auch eine. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, auch hier liken, kommentieren. Lasst mich das unbedingt wissen. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch, oder? Pasadena? Can't imagine what it's like there now. Wir haben auf jeden Fall schon 2 Punkte. Warte mal, lass sie ganz kurz mal hier investieren. Jetzt ist halt die Frage... Ja, hier, Plasmawaffen. Ja, das nehmen wir uns als erstes, dass wir die auch nutzen können. Jetzt ist halt die Frage, schneller Lernen auch. Ja, perfekt, perfekt. Okay, nice. So, ey, wie gesagt, die ersten 2 Stunden haben echt Spaß gemacht. Anscheinend, wie gesagt, euch auch. Und dementsprechend können wir gerne weiterspielen. Also Neues, Großes steht für diesen Kanal dieses Jahr nicht mehr an. Nächstes Jahr geht es ja weiter. Das einzige große Game dieses Jahr ist ja noch Avatar und das werden wir dann auf dem Hauptkanal spielen. He's a long way from home. I hear you have something for me. I do. Commander Barron wanted me to show you how to customize your weapons. Something I've been working on for some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40-watt range. However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the Quartermaster. I believe he has something for you as well. Ja, geil. Jetzt können wir auch das jetzt machen, ne? Also, Waffenverbesserung. Plasmawaffen können mit den Skynet-Chips verbessert werden. Inventar öffnen, Plasmawaffe auswählen, die man verbessern will, verbessern, bla bla. Schließe den Schaltkreis, indem du 3 Chips in den Slots miteinander kombinierst. Jedes Chipende muss auf beiden Seiten mit dem angegrenzten Chip übereinander stehen. Ach so, okay. Okay. So, also verbessern. Um eine Waffe zu verbessern, schließe den Schaltkreis, indem du 3 Chips in den Slots miteinander kombinierst. Jedes Chipende muss auf beiden Seiten mit dem... Okay. Ladestreifen. Was heißt denn Ladestreifen? Wahrscheinlich einfach nur schneller laden oder was? Ladestreifenkapazität? Oder haben wir da mehr Munition denn drin oder wie was? Was heißt denn das? Das ist... Ach so! Ja, okay. Stabilität. Was passt denn darauf? Ja. Schaden würde darauf passen. Stabilität wird da drauf passen. Oder der Schaden hier. Und das geht jetzt nicht, wa? Weil es dann... Ja, okay, gut. Okay. Feuerrate würde drauf passen. Na, Feuerrate. Okay. Also plus 50 Schaden, Feuerrate plus 39. Gefällt mir. Sehr gut. Bastler, so kennt man mich. So kennt man mich. Das ist doch cool, Mann, Was ist diese... Ach, das ist einfach nur eine Werkbank, ne? Hier? Ja. Muss man ganz kurz gucken. Können wir da irgendwas herstellen? Irgendwas krasses? Bisschen Munition vielleicht? Ja. So. So, hallo? Ja? Okay, gut, ich geh vor. I'm Private Rivers. You got something for me? I've been told you're using old goggles from the Pacific Division. Those aren't even standard issue anymore. Commander Barron asked me to hook you up with the latest version. These babies come equipped with a high-quality camera. What do I do with them? The idea is that when you reach Pasadena, you'll take pictures of Skynet's offensive installations. When you find them, put the goggles on, then aim and shoot. The pictures will be automatically sent to a military satellite that we hijacked from Skynet. They'll give us the necessary intel to prepare for when the annihilation line comes. That's it? That's it. We have a place ready for you here when you come back. Before you leave, take a look and see if there's anything else you need. I can get my hands on almost anything, but I don't normally hand out freebies.
Okay, wir können die. Das ist so die Frage. Die Pistole. Ich glaube, die Munition spare ich mir aber. Also die behalte ich mal nicht. Ladestreifen, Feuerrate kaufen wir jetzt nicht. Obwohl, das glaube ich, das würde passen, ne? Das hätte, glaube ich, gepasst. Ja, passt schon so. So, Mission aktualisiert, zurück nach Pasadena. That's it then. You're leaving us and going back to Pasadena. Not yet. I need to collect the rest of my stuff from our hideout. Fine by me. Let's go. Okay. Please, you need to tell me what happened there. Where's my husband? I'm sorry, I can't talk about that. Please. Jesus, Jacob! We were ambushed near the unfinished metro station, and he didn't stand a chance. I'm so sorry for your loss. Oh my God. Thank you for telling me this. Thank you for caring. I don't care what Baron says. This woman deserves to hear the truth. Not knowing would destroy her. Erin would kill to know what happened to her husband. Ja, sehe ich eigentlich im Prinzip sehe ich es genauso. Lieber wissen, was Sache ist. Aber ich werde nur von allen Seiten angeschissen, Mann. Egal, was ich mache. Boah, das sieht richtig geil aus. Boah, ey, Junge. Neues Mad Max Game wäre auch geil. Gab's ja leider auch nie wieder. Aber gut, das letzte Mad Max Game kam auch zum letzten Film und da gab's auch keinen. Aber da soll ja nächstes Jahr endlich Fortsetzung kommen. Das könnte man auch machen, ne? Versteck. Für meinen ersten Einsatz als Tech-Com-Soldat wurde ich damit beauftragt, Aufklärungsdaten aus Pasadena zu sammeln, nachdem es von Skynet überrannt worden ist. Doch bevor ich dorthin gehe, sollte ich mit Erin und Ryan reden und herausfinden, ob sie Interessantes über das Gebiet wissen. Patrick! Look! Ryan fixed it! Ryan fixed the bus! That's great news. Did you help? No. I was there and helping Mark. He's doing much better now. I hear that you fixed the bus. Yeah, finally. What about you? You meet the resistance? Yeah, finally. Klingt er begeistert. I'll talk to Erin. Wie sie das schon steht. I heard about Mark. What happened? It was a close call, but he's on the mend now. And I have to thank you for that. So, thank you. So, what's new with you? I've been ordered to go to Pasadena to collect some intel. Is there anything you need from there? Right now, I don't need anything. But there's something you might be interested in. When we were running away the other day, Colin was supposed to bring something. Boxes of adrenaline, painkillers, and who knows what else. Since he didn't bring anything with him, I'd imagine everything's still there. Those stimulants might be useful to you. When used in small doses, they can improve focus and alertness. If I were you, I'd take a look. You didn't change your mind about joining the Resistance? No, I'm packed and ready to go. You're the one that kept saying that we're going when in fact we're not. Oh, you really pissed me off, I must say. You never told me you had a husband. You never asked. Was he at that camp with you? He was. Sweet little man. I had to take care of him when they sent us to work, because he was so fragile. Back at the camp, I used to think that the machines kept Peter alive to get me to cooperate. So when there was an opportunity to run, we had to take it. And we did. We ran with this little child that I had started to love. I felt that she was mine. What was her name? Her name was Taylor. Peter said it sounded too manly, so I said, good,
we'll finally have a man in the family. But as you know nowadays, no story has a happy ending. She died shortly after. We buried her, and we stopped talking to each other. Eventually, the Annihilation Line caught up with us. We got separated. I ran away. He did too. At least, I hope he did. That's all. Tja, okay. Collins Versteck. Sollten wir das erstmal machen, ey? Ich meine, das hat sich ja gelohnt bisher. Von den Erfahrungspunkten her hat sich das ja mega gelohnt. Alles klar. Gut. Oder auch nicht. I see you got that bus running again. You didn't think I would, did you? Well, don't wrap me off just yet. I still got it. Anyhow, I got something for you. Terminierungsmesser. Geil. Nähere dich einem Terminator rasch von hinten, wenn du mit einem Terminierungsmesser ausgerüstet bist, und drücke R2, wenn die Interaktionsanzeige auf seinem Rücken erscheint. Das Terminierungsmesser ist eine Waffe für den einmaligen Gebrauch. It's called a termination knife. It's supposed to shut down a Terminator with a single stab, so if you sneak in and you want to take them down silently, well, that's your go-to weapon. I guess you could say it terminates Terminators. Wow, that was almost as bad as Jan. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht der beste Spruch. Where did you get that? A group of travelers came by earlier. We traded, talked for a while. Actually, they said something that got my attention. Something about meeting a guy out there who kept asking about Jacob Rivers. They said he didn't seem right. You don't think it's that thing that you told us about before, do you? Sorry, I probably should have said something right away. Have you changed your mind about joining the Resistance? No. No, I have not. I think I'm better off anywhere that bus takes me. I'm moving out tomorrow. Anyone who wants to join is more than welcome to, but I don't suppose you're interested. What's on your mind? You really got me thinking about old Tucker again. In times like these, I wouldn't mind having him around. He always know what to do. He was the only one who didn't lose his mind after Judgment Day. What did he do? He finally found me hiding below the stage. I was such a nervous wreck. So to try to calm me down, he just said, "That band sucked anyway." Tucker said, "We need to be calm right now." I listened to him. We all did, survivors from the concert. Did you contact the military? Well, we eventually found a military base. We assumed that we were safe. But all we found was one crazy dude responsible for nuclear missiles. His whole job was to watch a button that he might never have to press. Imagine what he felt when Skynet sent those nukes without his knowledge. I wonder if he ever pushed that button after Judgment Day. Might as well, right? Finally, we found a couple houses, but the people there were as confused as we were. All the communication went to shit. Tucker managed to find some batteries, and we sat in front of our boombox. It started to list cities to avoid. Cities that were hit by the nuclear bombs. How many cities were hit? I don't know exactly how many, but it took them a couple of minutes just to go through the A's. We looked at each other crying. We just wanted to go home and be with family, but Tucker said that for now, the safest place there is right where we were. So we decided to stay and start a camp. Tja, okay, ja. Ey, irgendwie ganz interessante, die ganzen kleinen Geschichten, oder?
Es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr You're Tiefe. going to Pasadena? Yep, I am. I have a mission for you. A secret mission. Super important. Probably the most important of them all. What is it? Could you bring me my chalk? Chalk? Yeah. It's at my house. The one with the beware sign on the side. Could you bring it to me? I mean, if you could. I did bring you that bullet one time. I'll see what I can do. Cool. Alles klar. Na gut. Ja, ey, die lohnt sich schon. Ja? Die lohnt sich auf jeden Fall schon. Die Mission. Skynet begann mit dem Bau von Angriffseinrichtungen in Pasadena, nachdem die Vernichtungslinie eingetroffen war. Wenn wir sie aufhalten wollen, muss ich Fotos von diesen Bauten machen. Das ist die einzige Möglichkeit, um uns auf die Ankunft der Linie vorzubereiten. I am. Good. I marked So. vantage points on your map. Warte. Use them to take pictures of the Skynet installations. And although this is a recon mission, you have clearance to engage at will. Over and out. Das erste, was wir machen, ist uns erstmal hier durchballern. Ja, komm, hallo. Roll nicht so viel. Ladestreifen plus 27% direkt. Nice. Ey, wie gesagt, Freunde, was, ich weiß nicht. Was würdet ihr sagen? Was sollten die jetzt als nächstes für eine Lizenz machen, ey? Vielleicht nochmal Rambo versuchen, jetzt wo sie es mehr drauf haben, besser drauf haben. Das wäre doch auch was. Das können wir machen eigentlich. Damit auch das schreckliche Rambo-Game vergessen wird. Das war aber auch wirklich Schrott, ey, das muss man wirklich sagen. Obwohl man sagen würde, ich weiß gar nicht, gab es das damals auch für die PlayStation VR-Brille oder allgemein VR? Weil das war ja eigentlich wirklich einfach ein typischer Lightgun-Shooter, aber ohne Lightgun, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das? Ich habe es auf jeden Fall ohne Lightgun gezockt. Und man muss ja auch sagen, die sahen wirklich, die Gesichter sahen aus wie Knetmännchen. Kennt ihr noch, wie hieß das damals? Das lief immer auf MTV, There's a strong possibility that you'll encounter a T-47 there. It's Skynet's newest Walker-type HK. If you can, take a photo of a functioning unit that we can analyze. Over and out. Von dem da aus? Ja, oder? Wo geht das Auto, Amy? Warum geht es denn auf die scheiß Mauer? Wie hieß denn das immer? Holy shit. Laserfalle. Mit einer ausreichenden Sprengstofffertigkeitsstufe kannst du ausgelegte Laserfallen vorübergehend entschärfen oder sogar einsammeln. Nähere dich der Laserfalle und drücke einmal... Okay. Aber haben wir nicht. Wo ist der Typ jetzt? Oder hat er von hier oben... Stirbt! Und nerv nicht, ja. Schneller nachladen wäre auch ganz geil. Das hieß... Celebrity Deathmatch. Kennt ihr das noch? So sah das Rambo-Game aus. Wie einfach... Keine Ahnung, wie... Wie Knetmännchen einfach. Haben wir nicht. Okay. Warte mal, welcher Knopf war nochmal? Ja, okay. Terminierungsmesser. There has to be a hospital nearby. Einmal speichern. Okay. Südstaaten Gastfreundlichkeit. Wenn du dies liest, dann musst du an meinem Sicherheitssystem vorbeigekommen sein.
Wenn du jedoch einer der Terminatoren bist und dies liest, dann gut für dich. Ich wusste nicht einmal, dass ihr das konntet. Und da wir schon kommunizieren, möchte ich um einen Gefallen bitten. Könntest du mir sagen, warum ihr Zähne braucht? Das ist etwas, über das ich jetzt schon eine Weile grüble. Ich meine, ihr esst doch gar nicht. Ihr kaut nicht. Und ich nehme an, dass ihr euch auch nicht die Zähne putzt. Also wozu die Besserchen? Tja, gute Frage. Gute Frage. Beste Antwort wie immer? Warum nicht? Warum nicht? Okay, jetzt müssen wir dort hinten hin. Ach, ein Foto. Wie war denn nochmal Foto machen? Weiß ich auch schon nicht mehr. Das ist halt das Problem, wenn du immer so viele Spiele gleichzeitig zockst. Ne? Gleich dann gucken. Sobald es über das Kreide-Überraschung. Das müsste jetzt das nächstgelegene sein, oder? Oh, oh. Oh. So, Seide mit dir. So, Seide mit dir. Ob man hier überhaupt weiter... Nimm's doch. Hä? Na komm. Ah, hier rein wahrscheinlich. Skynet Außenposten. Um einen Skynet Außenposten auszuschalten, musst du den Generator zerstören. Alternativ kannst du den Hauptcomputer hacken und die Kontrolle über alle feindlichen Türme. Okay. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. But keep in mind that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer at any storage facility will do the trick. Ach, guck mal, da steht auf Foto machen. Okay, gut. Das ist aber auch nur optional. That sign. That has to be Jennifer's house. Tja. Wo sind die jetzt? Wo sind die Stifte? That's Jennifer's father. Poor guy. Oh, was haben die für ein Haus gehabt, Alter? Jetzt mal ernsthaft, was ist das für ein Riesenhaus hier? Der Keller ist größer als meine Zukunft, Alter. Was soll das, Mann? Was soll das immer, ey? Sage mal, wo sind die denn? Liebe Jennifer, ich hatte Angst davor, das Thema wieder anzusprechen, weshalb ich beschlossen habe, dir diesen Brief zu hinterlassen. Ich hoffe, du findest ihn auch. Ich glaube nicht, dass du und dein Bruder im Haus noch sicher seid. Etwas ist bei Ed nicht mehr in Ordnung und wir haben Angst, dass er auch dass er euch etwas antun könnte. Er ist nicht der Mann, der er mal war. Wir werden morgen gehen und ich denke wirklich, ihr solltet mit uns kommen. Wir werden bis zum Sonnenuntergang auf euch warten. Ich schreibe dies nur mit der besten Absicht und ich hoffe, du verstehst das. Passt auf euch auf, Rose. Die solchen Briefe sind auch immer so ein bisschen komisch, wa? Wir hauen ab. Ich hoffe, du findest den Brief. Wenn nicht, sind wir schon lange weg.
Und du wunderst dich die ganze Zeit, wo wir hin sind. Tschüss. Empty. Now where's the rest? Huh. Is that a map to your hiding place, Patrick? Ah, Junge, er will aber auch... Was verlangt der von uns eigentlich die ganze Zeit hier, der kleine Rotzlöffel? Was macht er denn da? Was macht er denn da, ey? So, er ist noch nicht kaputt. Junge, die Musik, ey. Tja, warte mal. Inventar, das müsste jetzt eigentlich gehen. Die müssten wir jetzt eigentlich... Aber wir haben ja gar keine Munition mehr. Wir haben gar keine Munition dafür. Gib doch die Schrot, ey! Mit der kann ich ihn noch aus... Boah, Junge, Panik! Ich werde sterben. Scheiße! Schnell weg hier. Oh Mann. Okay. Gut. Junge. Schon wieder hier Terrormucke, Warum unbedingt Munition für die krassen Waffen? Unbedingt mehr Munition für die krassen Laserwaffen. Also, suche die Schachtel. Wo ist die Schachtel, Der Kleine schickt uns hier aber echt auch durch die Gegend, ne? Also so spielerisch, hier wird es wahrscheinlich sein. Spielerisch sind jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt so mega krass die Nebenmissionen, aber vom Leveln her lohnt sich das, ja. Das muss man sagen. Vom Leveln her lohnt sich das schon. Muss mal schauen, ob ich dann vielleicht teilweise ein bisschen was rausschneide oder das alles komplett drin lasse, aber das sind dann auch wieder so immens lange Folgen. Ich meine, die erste Folge war ja extremst lang. Wer die sich reingezogen hat, Respekt dafür, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ja. Weiß immer nicht. Okay. Irgendwo müssen die doch jetzt hier sein. Der wirklich alles zugemalt hier. That's quite an imagination you've got there, Patrick. Das stimmt allerdings. Okay, that should do it. Let's go. Ja, ey, wie gesagt, lohnt sich schon so. Lohnt tut sich das auf jeden Fall, das ist keine Frage. Okay. Was geht denn da vorne ab, ey? Ah Gott, wir haben so viel noch offen, Außenposten, da gibt es bestimmt auch dick Zeug. Warte mal, das ist ein Außenposten hier, oder? Ne, das ist T-825. Okay, das ist dort. Tja. Zurück nach Pasadena? Was ist denn die Hauptmission? Achso, wir haben die schon erledigt, oder was?
So. Hm. Ist jetzt die Frage, wa? Ist jetzt die Frage. Außenposten. Soll ich die Außenposten mitnehmen? Aber ich habe irgendwie... ist schwierig gerade. Die chillen da immer noch. Das ist er, glaube ich. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Schnell rein hier. Okay, ich brauche unbedingt Lasermunition, Junge. Und Medkit. Junge, sieht das krass aus. Waffe in. Okay, alles klar. Für den brauchen wir auch Laserknarren? Okay. Und das soll jetzt ein Außenposten sein, oder was? Wie soll ich denn den einnehmen, Alter? Junge, diese Musik. Okay. Herstellen, Härte. Kampf, Waffen haben wir schon. Schlösser knacken. Rucksack. Schaden verringern, nehmen wir das. Ach du Scheiße. Ich habe mich hier wirklich in die dümmste Situation gemacht, ne? Inventar. Haben wir denn nicht so ein Messer? Hat er mir nicht eins mitgegeben? Doch, warte. Ach, das muss ich extra noch auswählen, oder was? Ach, krass, okay. Komm, da gibt's doch bestimmt auch eine Trophäe, oder? Effizienter Killer, weiß Bescheid. Zurück nach Pasadena. Außenposten. Lass mal einmal einen Außenposten. Ich will mal wenigstens einen Außenposten einnehmen, ja? Dass wir wenigstens mal einmal wissen, was die Belohnung ist. Weiß ja irgendwie, ich weiß nicht. Wie gesagt, von den Erfahrungspunkten her lohnt sich das auf jeden Fall, aber... Was macht er denn? Achso. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Man muss sich anschleichen. Schade. Ich weiß, wurde auch gesagt. Ich weiß. Kannst ja trotzdem mal probieren. Fähigkeiten zu niedrig für einfach. Ja. Ich find's irgendwie, muss ich ehrlich sagen, ich find's irgendwie trotzdem ganz geil. Ich renne jetzt zwar immer wieder durch die Gegend aus Angst vor vom Terminator, aber was so auf jeden Fall berechtigt ist. Da soll man auch ein bisschen Ehrfurcht haben. Aber irgendwie finde ich es ganz geil, dass du so ein bisschen Bewegungsfreiheit hast auch. Weißt du, dass du dich dann immer wieder schnell neu in Stellung bringen kannst, sag ich mal. Schnell ein bisschen abhaust, kurz um die Ecke rennst und dann kurz nochmal guckst, ey, okay, wie gehe ich das jetzt nochmal an, ohne dass ich sofort entdeckt werde. So wie bei mir die ganze Zeit hier gerade. Finde ich echt ganz geil, so, ehrlich gesagt. Dass du so ein bisschen die Freiheit hast.
Fühlt sich auf jeden Fall. This is it. Looks like. Ah. Stampf. Kampfstimulanz. Verschiedene Stimulantien können deine Geschwindigkeit, deine Robustheit oder deine Reflexe kurzzeitig verbessern. Um Kampfstimulantien zu verwenden, weil sie den Verteidigung. Okay. Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Huh. Aaron would appreciate that. Was ich sagen wollte, es ist auf jeden Fall spaßiger, eindeutig spaßiger als die offeneren Level in MW3 jetzt. Finde ich. Weil hier wurde sich das wenigstens vorher überlegt. Okay, was wollen wir machen und so, weißt du? Und mit viel begrenzteren Mitteln, Bei MW3 war das einfach nur so, wie kriegen wir irgendwie ein bisschen Spielzeit zusammengeklöppelt. Genauso hat sich das dann auch angefühlt. So. Okay, jetzt lasst mich bloß in Ruhe. Also das habe ich jetzt erledigt, ja? Okay. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht. Sehr gut. Wer hat mich denn gesehen jetzt? Ach, da drinnen oder was? Ja gut, ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, da rüber zu springen, oder? Ich schätze jetzt einfach mal. Hab ich jetzt auch keinen Bock auf den, ne? Ehrlich gesagt. Na! Scheiße. Ja, diese Musik ist so beruhigend, ey. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme jetzt. Gut, wisst ihr was, dann hauen wir ab. Ehrlich gesagt. Komm, scheiß drauf. Dann hauen wir jetzt ab. Ich muss jetzt nicht unbedingt jede Nebenmission machen. Ich bin jetzt auch schon wieder... Ja, das geht aber auch so schnell, die Zeit. Ich bin schon wieder eine halbe Stunde im Part drin. Geht trotzdem relativ schnell, was hier abgeht. Ich find's aber geil, ehrlich gesagt. Ich find's eigentlich ganz geil hier. So, Kameramodus. Okay, das war's noch nicht. Verwende die verbesserte Ultravision-Brille, um Fotos von Skynet-Einrichtungen und Feinden zu machen. Ultravision aktivieren und Foto machen. Okay, gut. Trotzdem. Vorher noch eine wichtigere Regel. Regel Nummer 0. Erst looten. Sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Ja. Historiker Peter, es stellte sich heraus, dass noch immer Menschen dort draußen sind. Und du dachtest, wir wären die einzigen Überlebenden. Ich habe beschlossen, eine Weile bei ihnen zu bleiben. Ich denke nicht, dass es hier besonders sicher ist. Ich habe es aber satt, ständig davon zu laufen. Du weißt, dass wir nicht jünger werden. Da gibt es diesen Kerl Ryan, ein alter Kerl wie wir, der mich daran erinnert, wie alt wir geworden sind. Alle denken, sie hätten eine Geschichte zu erzählen, da sie den Tag des jüngsten Gerichts überlebt haben. Weißt du, was er mich gefragt hat? Er fragte mich, ob ich mich noch daran erinnern kann, wie Kaffee schmeckt. Das lockerte die Stimmung, oder? Das lockert die Stimmung. Ich glaube, du würdest ihn mögen. Ihr hättet einen riesen Spaß dabei, mir auf die Nerven zu gehen. Meine Wache endet bald. Ich vermisse dich und ich vermisse echten Kaffee. Nee, ich hasse Kaffee, Alter. Übelst widerlich. Auch Cappuccino, alles, was damit zusammenhängt, alles. Finde ich persönlich übertrieben eklig. Was aber auch ganz gut ist. Muss nicht unbedingt auch noch Kaffee saufen, Alter. Weil damit kann man sich das hier alles, mein Skill, nicht so schön saufen. Weißt du, mit Kaffee geht es nicht. Mit einer schönen Limo. Zuckerfrei. Dann geht's schon.
jetzt? Ah, da war ich doch schon. Ach, Junge, wirklich, ohne Scheiß. Das lehrt mich jetzt schon wieder. Mach erst die Hauptmission, ne? Mach erst die Hauptmission und dann guck nochmal nach, was du alles so machen kannst, weißt du? Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir eigentlich schon vorhin waren, ja. Jetzt muss ich nur nach oben. Okay, hier kommen wir hoch. Schön was mitnehmen. Dietriche. Irgendwie kommt hier gerade so ein bisschen das Fallout-Ding durch. Dass ich alles mitnehmen muss. Ich muss alles mitnehmen, ey. Wir müssen da oben hin. Oh, oh, oh. Okay. Second batch going through. Got it. One more to go. Geht das? Tatsächlich. Wer? Ach du Scheiße. Ich häng fest. Und ich mache Wände. Lauf. Ich habe das Gefühl, ich mache fast gar keinen Schaden bei dem. Ich denke mal, sein Face war schon der Schwachpunkt, oder? Das rote Licht. Es ist doch immer das rote Licht. Na komm, das schaffst du schon. Junge, diese Musik ist doch gut jetzt. Ich hab's verstanden. That's the last one. Good job with these pictures, Rivers. We're one step closer to preparing a counterattack. I'm starting to see why Skynet isn't so fond of you. Now get your ass back to the shelter. Okay, was haben wir hier noch? Es geht bergauf. Die Moral in unserer Gemeinschaft ist nicht mehr so gut, seitdem Ed beschlossen hat, das Heiligtum zu verriegeln. Ein neuer Gruppenzugang sollte die Stimmung etwas anheben. Zumindest hoffe ich das. Ihr Name ist Aaron und ich denke, wir haben viel gemeinsam. Sie ist Ärztin und ich halte mich für eine Art spiritueller Heiler, weshalb ich denke, dass wir gut zusammen auskommen werden. Ich muss daran denken, sie zu fragen, was sie getan hat, als diese Bomben einschlugen. Ich wette, sie hat eine großartige Geschichte darüber zu erzählen. Okay, Außenposten haben wir noch. Und das Protokoll. Funktionieren T-47. Ah, haben wir einen gesehen? Bin ich an einem vorbeigelaufen? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus. Oh, scheiße. Warum kriege ich eigentlich immer noch so dick Schaden? Ja gut, das ist ein Terminator. Es ist, ja gut. Ich habe meine Frage schon selber beantwortet. Alles gut. Hacken einfach. Das ist halt wieder die Frage, was soll ich mir jetzt gönnen? Wie komme ich denn da rum jetzt? Einmal andersrum, ne? So rum? So rum wahrscheinlich, ne? Warum lauf ein Stück vor? Hat nicht getroffen, oder? Nee, komm. Das wird nix. Scheiß auf. Aber ich hab doch von dem ein Bild gemacht.
vielleicht wird die Mission erst abge... Nee, jetzt okay. Hacken? Hacken. Warte mal, jetzt könnte ich doch... Jetzt könnte ich mich da reinhacken. Scheiße. Boah, die Musik ist... Die Musik ist echt penetrant, ey. Komm! Verrecke, ey. Wo ist er? Auch ein bisschen dumm, wa? Kann das sein, dass er ein bisschen dumm ist? Okay. Ja. Verrecke. So, warte mal. Ich will mal einmal ganz kurz mal checken. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Für jeden Hack kriegst du auch... Ja, kriegst du auch Erfahrungspunkte. Okay, gut. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Plasma storage destroyed. Okay. Okay, jetzt hauen wir aber trotzdem ab, ey. Das... Ich kann doch nicht... Oh Gott, Alter. Kann ich jetzt hier alles auseinandernehmen? Das geht nicht. Das geht von der Zeit nicht. Weiß nicht, ob das auch so interessant ist zum Zuschauen. Weiß nicht, müsst ihr mir mal sagen. Ja. Oder soll ich das kurz mitnehmen? Hilfe! Mann, diese unsichtbaren Wände immer, ey. Hilfe! Boah, Junge. Nein, ey, direkt das nächste. Okay, Freunde, also ich bin jetzt nochmal losgezogen, habe nochmal ein bisschen was nebenmissionsmäßig gemacht, dass wir jetzt wirklich alles gemacht haben hier in dem Gebiet. Pasadena ist schon lange nicht mehr. Es ist mir jedoch gelungen, meine erste Mission als Tech-Com-Soldat abzuschließen. Nun ist es an der Zeit, mich von meinen Gefährten zu verabschieden, bevor ich gehe und mich Commander Baron und ihrer Süddivision anschließe. Okay. Machen wir das doch. Sind alle unten? Ja, okay. So.
Handel nehme ich gerne an. Denn ich werde mir jetzt... Haben die? Ah, ne, haben die gar nicht. Ansonsten hätte ich mir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr... hier Dingens Plasmazellen gekauft. So, warte mal. Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? That's not surprising. After all, that's where your home is. Where it used to be. Right now, I'm going to try someplace new to call home. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. I guess I'd be scared too. Would you? You seem so composed. I even started wondering if you were a machine yourself. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? Tja, okay, leg dich schlafen. Na gut, das machen wir. Freunde, wenn ihr jetzt noch am Start seid, schreibt mir doch mal als Codewort in die Kommentare. Wake up! Checkpoint, weil ich das gerade lese und mir nichts anderes einfällt. Checkpoint. We need to move. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asked a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Would you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen.
We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? All right, everyone, get out! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! Go! Watch out! Don't just stand there! Run! Zuflucht des Widerstands. Wir konnten dank dem Fremden entkommen. Er opferte sich und erledigte diesen Infiltrator ein für allemal. Nachdem Patrick jedoch durch die Explosion verletzt wurde, hatten die anderen keine Wahl. Sie mussten zu mir in die Zuflucht des Widerstands. Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Okay, sprich mit Baron. Was leveln wir denn? Puh, ich glaube Schlösser knacken. Achso, wir haben noch einen. Dann hängen. Sergeant, at ease. Well, look at you, Sergeant. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? Was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Getting ready for another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. How's Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. I need to report to Baron. Okay, sprich mit Baron. Rivers, DN 46890. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Die kleinen Hundis, ey. Maraschino cherries again. Where do they keep finding? I don't get it. How did they bring that buggy down here? Hey, I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? But no, seriously, you won't tell, right? I'm going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let me know, okay? Jo, ich habe auch andere Sachen zu tun, als jetzt zu sagen, wo irgendwelche Ratten sind. So, kurz gucken. Ah, schade. Na komm. Stell mir einen davon her. Are you alright? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. Jennifer? I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break.
Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see Patrick. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. Is there anything you need? No. I have to say the Resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for asking. Take care. How are you doing? Good. Erin's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? Yeah, tell me. What's brown and sticky? A stick. That's funny. I know, right? How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. I have to go. Tja. Naja, Leute, es gibt halt manchmal Notlügen, ne? Alvin lost his spider scout again. Man, I saw it crawling through the shelter earlier. Mirandum John Connor. John Connor? Commander Baron. Ich war sehr erfreut, den Missionsbericht über Pasadena zu lesen. Sie wissen vermutlich schon, dass es von entscheidender Bedeutung ist, alle Einheiten in ihrem Gebiet zu mobilisieren und alle Außenposten der Stufe 3 aufzugeben. Ich bin mir der Konsequenzen bewusst und übernehme die volle Verantwortung hierfür. Was Private Rivers angeht, so glaube ich, dass er eine Anerkennung für seine Taten verdient. Vielleicht ist eine Beförderung angebracht. Ich überlasse Ihnen diese Entscheidung. Ich möchte, dass Sie ihn in der Nähe behalten. Almost gave me a heart attack. You wanted to see me? You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing, but Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, then given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? It's the right thing to do. There's nothing noble in what we do. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. That doesn't mean we should give up and stop fighting.
No. No, it doesn't. I'm just warning you. Don't hold your breath waiting for all this to be over. There will always be another war. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Who wants to be a bully? Believe me, there will come a time when you'll become whatever you need to be to survive. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Tja, alles klar. Gut, sie ist eine ganz harte, wissen wir Bescheid jetzt. Gut. Was ist das denn hier? Ein paar Schleichwege, oder was? Nice, Energiezellen, alles her damit. Oh, ernsthaft jetzt? Oh Mann, ey, jetzt muss ich extra nochmal zurück. Okay, gut. Das ist schon ganz cool, so diese kleinen Sachen, ja. Den T-1000 gesehen, John Connor Nachricht. Ist schon ganz cool, ja. Hey Ryan, how's everything? Exactly as you would imagine. Baron's keeping me busy. They weren't kidding when they said she's a hard ass. What did you hear? A lot of rumors going around of how she's sending insubordinate workers to the front line. And by insubordinate, I mean people who ain't willing to work 18 hours a day. Every day. What happened after you started your camp? Honestly, well, not that much. At least not in the beginning. When we gave up on the idea of getting in touch with anyone, we just tried to adapt. Temperatures fell, we had to scavenge for food. All of a sudden, that became our life. When did you first hear about Skynet? Oh, that came years later. We did hear some rumors about robot warriors, but you must understand how crazy it sounded back then. And that wasn't even the most insane story out there. My favorite one was about the radioactive squirrel zombies. Well, I know how stupid it sounds, but we managed to have fun in our little commune. I still had my guitar with me. We talked a lot about how we're gonna be famous, because we're the only living band in the world. You played in a band? I did. One of the few things I was better at than Tucker. He didn't have much talent, but he loved the idea of sex, drugs, and rock and roll, especially the first two. We were just stupid kids, not realizing what was going on. We paid the price for it the first time we saw a tin can. I was tuning my guitar when I heard a strange noise. I found out later that it was a T-400. Must have heard me play. It didn't even have the decency to look scary. Maybe if it did, we wouldn't have just stood there when it started firing. What did you do? I froze. I didn't run to help. I didn't scream. I didn't even move. I just stood there, like a coward. A tin can got Tucker with a single bullet. Bam, just like that. 7 other people died before we finally destroyed that thing. Ironically enough, I was the one who delivered the final blow. Safe to say, it was the beginning of a new era. Das mit der Band hat er uns doch schon mal erzählt, oder? Oder verpeile ich das gerade? Das hat er doch schon mal erzählt. Na gut. War er anscheinend sehr stolz drauf. Oder ist er drauf? Immer noch stolz. So, hauen wir ab.
here! I'm telling you, I saw something. Okay, ich wollte es gerade sagen, wenn ich nicht hier die ganze Zeit unterbrochen werde. Ständig klingt's an der Tür, Mann. So, okay, ja, bisschen stressig gerade. Okay, gut, ja, was geht? What's happening, Private? A couple of aerials flew in and dropped containers full of metals. They started shooting while our defense systems did nothing. What about the doctor? Where's Alvin? He's still out there. All right. There's one more thing. Before I got hit and dragged here, I saw something. I'm not sure, but I think it was one of our own soldiers that led Skynet's attack. Was? Okay. Sergeant, we're outnumbered, and they keep bringing more wounded. We don't stand a chance. We have to evacuate. Is Alvin still there? He is, sir. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses, and brief Commander Barron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. Go ahead, sir. Sag mal, vielleicht soll ich die Knarre mal auswählen, ne? Denn die könnte ich ja jetzt auch noch verbessern. Die ist ja sogar stärker. Schaden. Und Ladestreifen. Yes. So, warte. Achten. Okay. So. Okay. You two follow me. We have to reach those defense systems. Kommt, Jungs. Ich schütze euch, ja. Spiders up ahead. Got it. Lead the way. Junge. This way. Good to see you, Sergeant. What's the status? We've got a defensive perimeter set up just down the road. Doesn't seem to be working. Skynet dropped reinforcements behind their backs. Now they're between a rock and a hard place. All right. Okay, ich wollte schon sagen, warum ist der eine von so schnell verreckt? Okay, die überhitzt einfach nur, ja. Okay. Aber schon ziemlich schnell, war die überhitzt schon ziemlich schnell. Junge, hier gibt's fetten Loot, Junge, warte doch! Ich muss ja alles mitnehmen, ey. Junge, die Musik, Alter! Ach du Scheiße. Junge, was ist hier los, ey? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Heil dich. Nice, Jungs.
Oh man, ey, hier ist zu viel Loot, ey. Warum habe ich denn überhaupt so viel Platz plötzlich? Ich meine, gerne, ja, nimm alles mit, was geht, ey. Flamethrowers! Shoot the tank! Cover! Sehr gut. Verrecke doch! Au, 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 au. We're through! Sergeant, take 2 of my men and proceed up that hill. We'll stay here to keep Skynet away from you. Hört sich gut an, aber ich muss trotzdem erstmal bisschen looten, ne? Es müssen halt auch Prioritäten gesetzt werden, weißt du? Auch mitten in der Schlacht. Follow me! We need to rescue the dog before those tanks reach us! Oh, shit! We're too late. They're already here. This is it! Take care of those drones! Jungs, dann schießt mal los hier, ey. Ey, die Musik, endlich. Oh, scheiße. Heil dich, heil dich. Habt ihr den? Sehr gut, Jungs. Wait here. I'll go get the doctor. Sehr gut, Jungs. Ich bin stolz. Ich brauche die Munition, ey. Oh my god, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Are you all right? We need to move. You don't have to tell me twice. Escort secured. Ah! Go! I don't like this. I don't like any of this. Ariel! Come, come, come. It's turning around. It's right behind us.
this! Don't look back! Good idea! Sehr gut, ja. All die Vorteile, die wir erarbeitet hatten, sind nun verloren. Das Stadtzentrum ist verschwunden und die Vernichtungslinie wird weiter vorrücken. Wir müssen vorbereitet sein, was immer auch kommen mag. You go talk to Commander Barron. I've had enough excitement for one day. Okay. Lay still. Thanks for getting us out of there, Sergeant. Na klar, doch, ja. Rivers, you want to explain to me what the hell happened? We lost downtown. I know that much. But how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? All right. This is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. Now that you mention it... What? One of our soldiers said that it looked as if one of our guys led Skynet's attack. That only supports my case. As soon as you know what's going on, radio me. Who's Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw a Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. You killed a drone with a rock? I was young and stupid. Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a resistance scientist, and that drone was one of his projects. So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. I sure made his day. That huge guy. Was that Perry? Yes, it was. Commander Perry was in charge of this division before me. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow, Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Whatever happened to Perry? Skynet got hold of our position. We had to leave our shelter. There were a lot of casualties, and he was one of them. He died a soldier. I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first metal I ever destroyed. I'm not surprised. You were still just a kid. That doesn't mean I didn't have a kill count back then. It just consisted of people. But that's a different story. You want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Tja, okay. Neue Mission hinzugefügt, Jagdsaison. Jacob, got a minute? What's up? I know you're busy, but I found something. Something I think you'll like. A tape from back in the day. I want to play it for you,
but my boombox is busted, so if you're out there and find one that works, bring it to me, okay? Can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help? I already did, but they couldn't find anything. Just think about it, okay? Patrick, you're up? There are people who need help more than me. Anyway, I can't talk. I have to bring something important to Erin. Okay. Und was wäre das? Jacob. What's on your mind? Ever since you asked me about Peter, I can't stop thinking about him. Like a teenage girl. That's your fault, young man. Have you tried looking for him? I've looked for him for a while. I went to the place where we said we'd meet if we ever got separated. But he wasn't there. Maybe it's stupid. Maybe I should stop thinking about him. He's probably dead by now. God knows he can't take care of himself. Do you want to find him? Sometimes I think I should drop everything and go. I would get an earful from Baron, but she's nothing I can't handle. Anyway, what I didn't tell you before is that during Judgment Day, I lost a child. Our child. I don't know if it would have happened anyway, but I like to blame the machines for that. I think that Peter felt with Taylor we were given a second chance. God, he's still out there waiting for me, isn't he? Probably sitting in his rocking chair back in our house in Hollywood Hills. Oh, where the hell are you, Peter? How are the wounded doing? The few that came back, they're doing fine. We patched them up, and at this point we're just sitting and waiting. Ach Mann, ey. Jeder hat so sein Päckchen, ne? Oh Junge, jetzt geht's los. Jetzt haben wir genug. Obwohl, 576 Schuss reicht erstmal. So, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. Und weniger Schaden bekommen. Freunde, wenn ihr jetzt noch zuhört, schreibt mir doch mal in die Kommentare Puppe. Nächstes Codewort ist Puppe. Commander Baron möchte, dass ich das Bodenteam finde, das den Befehl gab, der unsere Verteidigungssysteme sabotierte. Sie sind mit GPS-Sender ausgerüstet und halten offenbar einen Aussichtspunkt in der Nähe des Lagerhausbezirks. Während dieser Mission werden die genauen Orte deiner Ziele nicht angezeigt. Es gibt jedoch 2 Signalstärkenanzeigen oben links im HUD. Ein steigender Prozentwert zeigt an, dass du dich in Richtung Ziel bewegst. Ein abnehmbarer... Ja, okay. Okay, I'm seeing 2 GPS trackers. Those should be our guys. What the hell are they doing here? Tja, das ist die Frage, ne? Gut, Freunde, ich würde aber trotzdem sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Wir machen beim nächsten Mal sehr, sehr gerne weiter. Seid gerne am Start. Danke fürs Zusehen und ja, gerne eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt auf mehr. Haut rein!